Okay, also, heute haben wir die Abenteuer von Wolfsblut angeschaut. Das ist ein Film zum Roman von Jack London. Der Film handelt vom Erwachsenwerden, von dem Zusammenleben zwischen den Hunden, also den Tieren insgesamt, und den Menschen, was es da für unterschiedliche Menschen gibt. Ein Animationsfilm war das. Ja, genau. Aber der war wie gemalt quasi, also so richtig künstlerisch animiert. Also Stimmt, es war das hat mir auch sehr es war nicht so ein gefallen. klassischer, irgendwie, wie man sich das halt vorstellt, wenn was animiert ist, sondern es war richtig schön, also Das stimmt. gemalt quasi. Naja, das waren halt wirklich solche malerischen Landschaften, wo man sich so gedacht hat, das hätte man eigentlich nur in normalen Filmen mit Effekten hinbekommen. Ja. Diese Animation war einfach richtig toll. Das war so richtig niedlich und gleichzeitig so voll schön und realistisch. Und die Kameraeffekte waren auch mega cool und so abwechslungsreich, weil da sind die manchmal so von dunklen Stellen, auf einmal hat der das durch seine Augen gesehen und dann war wieder alles anders und ich fand das übelst geil. Hoch oben in den Bergen lebte vor vielen Jahren ein tapferer Welpe. Halb Wolf, halb Hund. Das sind seine Abenteuer. Ich gebe dir den Namen Wolfsblut. Ein Film über Mut, Freiheit und die Macht der Freundschaft. Eine Geschichte, die Generationen bewegte. Ja, meine Lieblingsszene war, wo da ist der gerade neu zum Sheriff gekommen und die Frau, die will ihm da gerade beibringen, dass er keine Hühnerschlag töten darf. Und dann sperrt sie ihn im Hühnerstall ein, damit er das lernt. Krasse Erziehungsmethode übrigens. Und ich fand das so cool. Dann kommen die nämlich wieder und dann sitzt er da so und die ganzen Hühner sind auf ihm drauf und kacken ihn an. Und ich fand das echt, also die Szene war schon echt lustig cool. Und niedlich, ja. Ja. Außerdem muss ich sagen, was bei der Musik mich gestört hat, dass ich achte ja eigentlich öfter mal auf die Musik, aber ich habe halt die nicht wirklich wahrgenommen. Also die war zwar im Hintergrund da, hast du ja gesagt, aber... Ja, ich habe die schon wahrgenommen. Also an manchen Stellen kamen so Violinsolos, die habe ich... Wirklich? Ja. Soli. Violinsoli, die fand ich ziemlich auffällig. Da gab es so eine Stelle, wo die so durch den Wald filmen. Da war das. Oh ja, apropos durch den Waldfilm. Ich fand das so cool, als die am Anfang, ich glaube, das war der Anfang des Winters. Und da sind die Wölfe so gelaufen und dann kam die Kamera mit denen mit. Dann sind die Bäume immer dichter geworden, schwarz, und dann ist der Wald wieder aufgegangen und dann waren sie auf einer Lichtung und dann war es Frühling. Das war richtig cool. Das war übelst schönes Szenenwechsel, Schrägstrich, Zeitsprung. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass bei den Tieren, die sprechen nicht. Und man Dadurch wirkt das sehr realistisch auch. Ja, genau, dadurch wirkt das sehr realistisch. Und man merkt aber trotzdem, was sie denken, was sie fühlen, weil das sehr, sehr schön durch die Emotion, Man erkennt gleich die Gefühle der Tiere, genau. Ja. Es war halt, die Handlung war jetzt nicht wirklich so sehr, wo man sagen könnte, ja gut, da hat man sich jetzt gedacht, boah, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass das kommt. Oder dass es eine wirklich sehr dichte Handlung ist. Es war halt sehr seicht. Man konnte sich hinsetzen, den Film anschauen. Na, ich finde schon, dass der Film auch viel Botschaften rüberbringt, wenn es so darum geht, erwachsen werden und aufwachsen, sich von den Eltern dann irgendwann sozusagen loslösen und sein eigenes Ding Das zu hat der machen. eine und so. Mann ja sogar gesagt. Also wir haben den so um die 10 Jahre eingeschätzt, aber wir können ihn auch für ältere Leute empfehlen. Ja, das Alter, das ist ja eigentlich, da ist ja ziemlich großer Diskussionsbedarf da. Denn es waren viele Sachen dabei, die man über das Erwachsenwerden mit erfährt. Und das, denke ich, ist gerade für unser Alter, also zwischen 10, 14 und so, eine große Frage. Und deshalb finde ich, es eigentlich ein ganz gutes Alter. Eigentlich ist es auch für Ältere gedacht. Ich meine, wir sind jetzt 15 und 16 und Wir fanden den ganz gut. Ja. Ja, also in der Jury wir waren uns eigentlich relativ einig, dass wir den Film gut fanden. Also wir haben dem 4 Sterne von 5 Sternen gegeben. Also das heißt ja schon mal was. Eben. Die Abenteuer von Wolfsblut.